Mein Name ist Martina Schad. Ich bin Biochemikerin, bei der Oak Labs Geschäftsführerin und leite den Bereich der Forschung und Entwicklung. Ich bin Jim Kalarakal, bin Quantenphysiker und ebenfalls Geschäftsführer bei Oak Labs und bin verantwortlich für Software und Entwicklung von Algorithmen. Sie kennen ja bestimmt die holländischen Gewächshaustomaten, die zwar groß sind, aber schlecht im Geschmack. Und im Gegensatz dazu die Cocktailtomaten, klein, aber aromatisch. Und wenn man sich vorstellt, dass das Erbgut beider Sorten fast identisch ist, gibt es dennoch mehrere Millionen Positionen im Erbgut, wo Unterschiede vorhanden sind. Und was wir eben machen, ist die Unterschiede im Erbgut mit den Merkmalen zu verknüpfen. Und mit diesen diagnostischen DNA-Marker kann der Pflanzenzüchter schon in einem frühen Entwicklungsstadium vorhersagen, wie die Merkmale mal sein werden. Wir haben ja lange an unserem Laborverfahren rumgetüftelt und fragten uns dann, ja, so was Naheliegendes, ist es dann überhaupt patentierbar, ist es überhaupt innovativ? Dann waren wir im Gespräch mit unserem Patentanwalt, haben ihm das Verfahren vorgestellt und der meinte dann, ja, das ist ja eine sehr schöne Erfindung und das ist ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen. Was jetzt nicht so schnurgerade und nicht so schnell ging, war der Laborumbau. Da, wo jetzt das Labor drin ist, das vorher im Büro. Und dieser Umbau, der hat viel, viel länger gedauert als geplant. Aber wir hatten das Glück, dass wir ein Übergangslabor nutzen konnten und in der Zeit die Entwicklung nicht stillstand. An jedem Punkt gab es Verzweigungspunkte, an denen man andere Optionen hätte betrachten müssen. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man möglichst einplant, wo die kritischen Schritte sind und dort überlegt, was man als alternativen Weg beschreiten kann. Und am Ende sieht es natürlich so aus, als wäre man von Anfang an einen Weg gegangen. Wir hatten das Access Gründerstipendium beantragt und auch bekommen. Und darüber hinaus haben wir am Senior Coaching Service Wettbewerb teilgenommen. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, für ein Jahr lang einen sehr erfahrenen Coach zu bekommen. Der hat uns begleitet und war ganz wertvoll für uns. Zudem war Potsdam Transfer eine sehr gute Unterstützung, da wir in dieser Zeit uns weiterbilden konnten und zu Beginn die Unterstützung nutzen konnten, um den Businessplan tatsächlich auch zu entwickeln und zu schreiben. Die erste Version des Businessplans war kaum verständlich. Bei Potsdam Transfer gab es aber Leute, die dann sowohl unsere Perspektive kennen, als auch die des Investors, sodass wir den Businessplan danach schon stark vereinfacht haben. Es genügt eben nicht, eine gute Idee zu haben und eine gute Ausbildung und Erfahrung mitzubringen. Man muss einfach konsequent ein Ziel verfolgen und darf sich nicht verzetteln. Also selbst wenn es jetzt scheitern sollte, ich bin ja gut ausgebildet, an Erfahrung sehr, sehr reich, auch durch die Unternehmensgründung. Also ich sehe kein Risiko für mich, dass ich nicht weiterkomme. Man muss schauen, ob das Potenzial so groß ist, dass es sich lohnt, das Risiko einzugehen, ein Unternehmen zu gründen. Oder ob man es nicht selber in ein Unternehmen einbringt, um dort eine Karriere zu verfolgen. Und aus meiner Sicht ist die Option, für die eigenen Leistungen besser belohnt zu werden, am besten dadurch gegeben, indem man ein Unternehmen gründet.